Hi, mein Name ist Fabian. Ich komme aus Berlin. Man kennt mich vielleicht auch als Scapling auf Instagram. Ich scape jetzt seit knapp 3 Jahren und ich wurde von der Scapers Lounge eingeladen, heute hier dieses coole große Aquarium einzurichten. Ich freue mich riesig darauf, das auch zusammen mit meinem Freund Flo zu machen. Und das ist eigentlich so erstmal das Wichtigste, glaube ich. Ja, hi, ich bin der Florian und ihr habt mich ja wahrscheinlich schon ein paar Mal gesehen hier. Ich bin hier öfters in der Scapers Lounge und der Fabian ist ein guter Freund von mir, ein Skate Buddy sozusagen. Und als er gefragt wurde, ob er das Aquarium machen darf, hat er mich kontaktiert, weil das auch so ein großer Wunsch von uns beiden ist, dass wir mal wieder was zusammen machen. Und da er in Berlin wohnt und ich hier in der Nähe von Hanau in Aschaffenburg, ist es halt immer schwierig zu realisieren. Und deshalb haben wir uns da heute drauf gefreut und da war ich natürlich gleich sofort dabei, ihm da zu helfen. Ja, das Coole dran ist halt auch großes Aquarium, nur einen Tag Zeit, da macht es sich zu zweit auf jeden Fall besser. Und ja, wie Flo gesagt hat, ist eigentlich, ja, zu zweit macht es auf jeden Fall am meisten Spaß zu scapen und da kommt man halt nicht so oft dazu, wenn man es ja meistens in den eigenen 4 Wänden macht. Was wir vorhaben heute ist ein Triangle Layout, das heißt, wir wollen von links unten nach rechts oben einen Anstieg gestalten, das aber auch mit ein paar Details versehen, sodass es ziemlich cool aussieht. Und wir haben uns ein paar Pflanzen ausgesucht, die nicht so der Standard sind, glaube ich, für so ein Layout. Ja. Und die werdet ihr dann später sehen. Ich kann auf jeden Fall verraten, es gibt auch ein paar etwas größerblättrige Pflanzen, die dann ja, im Laufe der Zeit wahrscheinlich das Becken so ein bisschen dschungelartiger machen lassen, obwohl es halt ein Triangle Layout ist. Wir versuchen auch ein paar Tiefen reinzubauen und darauf vorbereitet haben wir uns eigentlich hauptsächlich, indem wir uns abgesprochen haben so ein bisschen, was für ein Skate wir machen wollen. Ich habe eine Zeichnung angefertigt, habe die mit der Scapers Lounge auch nochmal abgestimmt und wir haben dann uns darauf committed, dass wir da beide Bock drauf haben. Und Fotos haben wir uns noch ein bisschen angeguckt. Genau. Wir hatten ursprünglich ja was anderes vor. Ja. Das wurde nicht abgesegnet. Aber ich denke, damit sind wir auch zufrieden. Also ich habe da auch Lust drauf und ich glaube, das wird ein guter Blickfang. Auf jeden Fall. Ja. Das Coole ist halt auch dadurch, dass wir links unten starten und es nach rechts oben hoch geht. Dort kommt man in die Galerie rein. Da wird es ziemlich cool sein, wenn man halt einfach so direkt in das Aquarium reinschauen kann. Und so ist dann einfach auch der Plan, dass das ganze Scape einen Willkommen heißt in der Lounge sozusagen. Hardscape. Wir haben jetzt, eigentlich wollten wir Flussholz benutzen, genau, ist aber im Moment nicht lieferbar. Ja. Und jetzt haben wir geschaut, was noch so in der Auswahl ist und jetzt haben wir uns für Mangrovenholz entschieden. I cannot fuck with these fat guys, dripping on and she bad times. Taking her back by her ass and think she in love with my cash size. Put her hard like bad vibes, can't give me no cash, please. Don't do the hobby, counting these racks in my pastime. Call back on me, take a tramp, female with a trust. Bei den Steinen sind wir noch relativ flexibel. Wir werden auf jeden Fall keinen Drachenstein nehmen, da sind wir uns glaube ich einig. Keine normale Mini-Landschaft nehmen, da sind wir uns auch einig. Und wir gucken einfach mal, was am besten zu dem Holz passt. Wird wahrscheinlich irgendwas so braun-gräuliches werden oder vielleicht auch was in Richtung schwarz. Da sind wir relativ flexibel, weil das nicht so ganz wichtig ist für das Endlayout, glaube ich. Ja. Genau, wir machen einfach das, was da ist und das zeichnet ja auch für das Gelbe aus, dass wir mit dem, was da ist, irgendwie gut zurechtkommen. I cannot
I fuck with these fat guys, dripping on her, she baptized. Taking her back by her ass, I think she in love with my cash size. Put her hard like bad vibes, can't give me no cash, boo. Don't get a hobby, counting these racks in my pastime. Call back on me, take a tramp, man, with a tragedy. My bitch, you look a masterpiece. I'm in a troll like a cavity. If 12 ask me questions, ain't telling shit. I just wanna get to the Benjamin, spend it. I'm on this with my battery. Charged up, unless your shit. She and my balls like giving it. Grab, you know that I'm getting it. I think this shit is evident. Hold on through no office, stream on me, entree. Talk to the couch like Kanye. Pick out 2000, no Andre. I just want blue notes, I just want euros. Smoking on good though, bitch from Pluto. Has it like Saturn, body ring. Can't hit on my table, it's nothing you bring. I just want blue notes, I just want euros. Smoking on good though, bitch from Pluto. Has it like Saturn, body ring. Can't hit on my It's only water, it's either sink or swim. Can't hold back your light and expect to win. Gotta go harder, oh, you've gotta learn. Don't suppress your fire, baby, let it burn. Be who you are. Nobody can take that away from you. Oh, straight from the heart. No playing games. You gotta be true, true, true. You gotta be. Das Schwierigste beim Planen war eigentlich, finde ich, ja, abzuschätzen, ohne vorher das Hardscape zu kennen und so, wie viel wir von was brauchen, Pflanzenmenge und so weiter. Dann wollen wir natürlich uns beide irgendwie verwirklichen. So, jeder hat ja seinen künstlerischen Anspruch, jeder hat Ideen. Aber wir haben uns eigentlich doch ziemlich gut geeinigt. Ja. Hat eigentlich auch ziemlich gut geklappt. Ne? Pflanzenwahl ist auch immer so ein Thema. Wir wollten halt was gestalten, was einmal nicht so viel Aufwand macht. Weil halt viele große Stängelpflanzen machen halt extremen Trimmaufwand. Bei so vielen Aquarien hier in der Lounge, die ja auch irgendwie gepflegt werden wollen, haben wir halt irgendwie überlegt, wie können wir es so gestalten, dass es wirklich imposant aussieht und trotzdem halt nicht so einen intensiven Pflegeaufwand hat. Und ich denke, mit den vielen Kryptokorinen und mit den vielen grasartigen Pflanzen haben wir das ziemlich gut hinbekommen. Hoffe ich doch, ja. Ja. Ich kann dir dann davon berichten. Genau. Ja, ich hoffe dann auch irgendwie, dass ich ein paar Updates kriege. Ich finde, ergänzt haben wir uns richtig gut. Ich glaube, wir waren uns in sehr vielen Dingen einig. Es ging alles ziemlich gut Hand in Hand. Also, es war auch im Vorfeld auch schon, also dadurch, dass wir es schon so zusammen geplant haben eigentlich, ne, konnten wir das, ja, so diese Streitthemen hatten wir eigentlich nicht, aber konnten wir ja da schon aus der Welt schaffen. Ja. Genau. Ich war auch froh, dass wir das passende Hardscape gefunden haben. Ja, ja genau. Also, viele das war, glaube ich, schwieriger eigentlich, ne, weil wir was anderes eigentlich geplant hatten. Genau, ja. Also im Grunde, die schwierigsten Dinge waren eigentlich gar nicht schwierig. Ich glaube, weil wir es einfach so gut ergänzt haben. Und wir hatten halt ein bisschen Angst am Ende, dass das Holz vielleicht aufpflückt, weil es halt echt viel Holz ist. Aber ja, alles gut gegangen, insofern Daumen hoch. Ich bin mega zufrieden.
für mich ist immer, wenn ich irgendwo anders ein Aquarium einrichte, ich bin immer in dem Moment wirklich überzeugt davon, dass der Tag gut war, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte das Aquarium gerne einpacken und mitnehmen. Und ich habe bei dem Aquarium genau dieses Gefühl. Ich würde es mir so genauso zu Hause hinstellen. Ich finde es mega gut, ich bin mega begeistert. Ich glaube auch, also jetzt dominiert das Hardscape ja noch sehr stark. Wenn die Pflanzen kommen, dann werden die so ein bisschen das Ganze ein bisschen aufmischen, aufmixen sozusagen. Die harten Kanten so ein bisschen aufweichen. Und ich glaube, das wird seine beste Zeit auf jeden Fall so in 3-4 Monaten haben. Und wenn ihr der Cedric und der Flo das so ein bisschen mit im Auge haben, bin ich total überzeugt davon, dass es ein mega schönes Aquarium wird. Wir haben ja auch schon positive Rückmeldungen bekommen. Also das ist ja auch dann, Ja. da wissen wir ja schon, dass wir auf dem richtigen Weg waren. Genau, also eins der Dinge zum Beispiel, wir hatten ganz am Anfang uns irgendwie beide überlegt, wir wollen so ein Flussbett machen und trotzdem auch noch den zweiten Weg nach rechts oben durch diese Höhle durchmachen. Und dass das mit dem Flussbett relativ entspannt eigentlich ging. Also ich habe irgendwie kurz weggeguckt und Flo hatte das Flussbett schon gemacht. Und das sieht mega cool aus. Kommt mal vorbei, guckt es euch an. Ich glaube, das ist ein echter Hingucker geworden. Insofern, ja, ich bin echt überzeugt, dass das richtig gut ist. Wir haben viele Kryptokorinen benutzt und viele grasartige Pflanzen. Einfach damit der Aufwand nicht zu groß wird, zum einen. Zum anderen aber auch, weil halt auch Pflanzen mit größeren Blättern, finde ich, so ein Scape auch so ein bisschen, es gibt so ein bisschen Ruhe in so einem Scape. Wenn ganz viele feine Blätter da sind, wirkt es ein bisschen unruhig. Das Becken ist halt auch einfach groß genug dafür. Ne? Genau, richtig. Also wir haben auch einfach mit 1,50 Meter Maß die Möglichkeit, auf größere Pflanzen einzusetzen. Viele Anubien, Aufsitzerpflanzen. Genau, oben den Kongo-Farn noch. Ja. Ansonsten haben wir nur eine ganz kleine Ecke unten links. Das ist vielleicht so ein bisschen verdeckt, gerade im Video, aber seht ihr bestimmt auf Bildern. Glossostigma als Bodendecker gesetzt, aber der ist gut erreichbar. Und das ist wirklich nur eine kleine Stelle, an der man ein bisschen rumschneiden muss. Und ansonsten hoffen wir einfach, dass sich vieles von alleine macht in dem Scape. Wir haben auch Moos benutzt, aber nur Recardia und Physidens Fontanus, weil es einfach relativ langsam wachsend ist. Wir haben es auch nur aufgebunden und so ist halt auch kein riesen Pflegeaufwand beim ständigen Moosbeschneiden da. Ja, ist nicht so invasiv. Genau, richtig. Und da hoffen wir einfach, dass das insgesamt auf jeden Fall ein nicht zu intensives Becken für die Pflege wird. Ab und zu mal ein paar Blätter abschneiden bei den Kryptokorinen, die zu groß sind oder so. Genau. Das ist ja kein Problem. Wir haben auch viele Topfpflanzen benutzt, haben aber bei den Kryptokorinen die ganzen Blätter abgeschnitten. Das macht einfach, dass in es... der rechten Ecke. Genau, in der rechten Ecke ist eigentlich schon extrem viel bepflanzt, da wird sehr vieles noch nach oben kommen. Und das macht einfach total Sinn, die Köpfe einmal abzuschneiden, weil die Blätter unter Wasser dann nochmal wesentlich schöner rauskommen. Und die Blätter sterben eigentlich unter Wasser ab, weil die Töpfe meistens ja in Immerserform vorliegen. Und da habt ihr einfach dann den Vorteil, dass die Pflanzen dann nicht erst die alten Blätter abwerfen müssen. Und dann hat man weniger Biomasse im Becken, die abgebaut werden muss. Ist auf jeden Fall ein ziemlich großer Vorteil. Ja. Genau. Ansonsten haben wir noch irgendwas benutzt, was wir nicht so wirklich erwähnt haben. Ein paar Bucephala Landgras, die kleben so dazwischen. Genau, und dann haben wir noch in dem Flussbett selber den Ranunculus inundatus. Das heißt ja auch kleiner Flusshahnfuß. Also passt ganz gut, den haben wir wirklich auch nur in dem Flussbett benutzt. Und ansonsten haben wir noch so ein bisschen Hydrocotyl verticalat, das sieht so ein bisschen aus wie so ein kleiner Pilz eigentlich. Haben wir noch so an ganz paar Stellen nur einzelne Details gesetzt, damit dann überall auch nochmal so kleinere Pflänzchen hochkommen. Genau. Muss man halt dann sehen, was davon sich hält, ob man was tauschen muss, Genau. ob es zu wild wuchert oder so. Ja. Sollte aber passen. Die ersten 3 Wochen, viele Wasserwechsel machen. Ab Woche 4 irgendwie fange ich persönlich immer an mit langsamer Düngung. Und ansonsten vielleicht schon mal mit einem Magneten so ein bisschen den runtergefallenen Zoll aufsammeln. Aber ansonsten, sollte die Pflege auch hoffentlich relativ einfach bleiben. Und ich glaube, in Cedric haben wir auch einfach jemanden, oder hat die Scapers Lounge auch jemanden, der hier echt engagiert dabei ist. Insofern gibt es da gar nicht mehr viel mehr zu sagen. Was vielleicht nochmal ein bisschen aufwendig ist oder was man ab und zu mal nacharbeiten muss, ist vielleicht dieser Sandweg, der hier hochgeht. Da könnte immer peu à peu was runterrutschen. Da kann man einfach ein bisschen neuen Sand draufstreuen. Und das wird sich aber halt zeigen, ne? Genau, das wird sich erst ergeben mit der Zeit. Der Name, verdammt, ich habe es dir irgendwann geschrieben. Wir nennen es, wie war das? Elizabeth Pebblebath? Ja, müssen wir vielleicht dann nochmal... Wir schreiben es besser auf. Wir trinken da heute Abend aber das Wasser. Es war ja aber auch anders, also weiß ich nicht. Wir denken nochmal drüber nach, würde ich sagen. Bei dem Zweifel reichen wir es nach und blenden das dann jetzt hier unten ein. Ja, ich
glaube, das ist besser. Okay.